Als 1938 entschieden wurde, einen Truppenübungsplatz Baumholder anzulegen, fiel auch für die Gemeinde Erzweiler eine schicksalhafte Entscheidung. Der Ort wurde in den Bereich des Truppenübungsplatzes einbezogen. Bereits 1939 siedelten ersten Familien nach Salzgitter um und Anfang des Krieges war nur noch ein Drittel der Bevölkerung anwesend. 1945, nach Kriegsende, kamen einige Familien zurück. Freigebliebene Häuser wurden von Heimatvertriebenen bewohnt. Bis 1974 jedoch wurden alle Einwohner ausgesiedelt. Heute bezeugen nur noch Fotos und Filmaufnahmen von der ehemals stolzen Gemeinde Erzweiler. Die im Jahre 1957 von der evangelischen Kirchengemeinde Erzweiler Niederalben errichtete Kirche steht heute noch und wurde durch die Standortverwaltung renoviert. Die vorübergehend im Museum verwahrte Glocke wurde wieder aufgehängt. Die Kapelle wird für Feldgottesdienste genutzt. Es finden auch kleine Ausstellungen statt. Im Rahmen der Aktion Unser Dorf soll schöner werden, wurde ein Brunnen angelegt. Zu Ehren des damaligen Leiters der Standortverwaltung Baumholder erhielt er den Namen Kurt-Krüger-Brunnen. Krüger hatte sich bei der Anlegung große Verdienste erworben. Bei der feierlichen Einweihung waren neben den Eheleuten Krüger auch die Herren Ebel, Baum und Pape anwesend. Im Winter ist der Brunnen oft zugefroren. In der 1926 errichteten Volksschule waren als Lehrer tätig Otto Vogt, Otto Fichte und Klaus Dörrenbecher. Als Hausmeister fungierte Hans Käfer, der auch das Duschbad betrieb. Ein unter Lehrer Otto Fichte mit seinen Schülern zusammengestelltes Museum zeigte die Flora der Totenalp, Laubsäge und andere Bastelarbeiten, ferner verschiedene Produktionsvorgänge. Der gut ausgerüsteten Feuerwehr, die auch mehrere Wettbewerbe gewonnen hatte, gehörten 1967 an Willi Heidrich, Bernhard Alt, Edmund Mack, Dieter Doll, Jürgen Fuchs, Heinz Bier, Jürgen Seel, Wilfried Zimmermann und Heinz Grüner. Eine vorweihnachtliche Feier im Gasthaus zur Kurpfalz mit dem Ortsbeauftragten Lukaschek. Vom Gutsbezirk mit anwesend Alfons Hartmann. Etwa 20 Personen sangen in Erzweiler Frauenchor. Die Chorleitung hatte Pfarrersfrau Löfflat. (1968) fand bei der Ausbildungskompanie im Lager Wilhelmswald eine Weihnachtsfeier für Kinder statt. Bei Veranstaltungen sang der Frauenchor. Eine Weihnachtsfeier unter anderem mit Lore Heidrich, Alfons Hartmann, Nelly Metzger und Melanie Papst. Die evangelische Frauenhilfe beim Kaffeekränzchen in der Gaststätte Schwarzer. Der Ortsbeauftragte Lukaschek mit Liesel Schwarzer, Clara Heidrich und Gerdi Geibel. Weihnachtsfeier der Dorfgemeinschaft mit der Frauenhilfe und überwiegend älteren Ortseinwohnern.
Die Einfahrt in den Ort Erzweiler. Die Panzerstraße von Baumholder nach Niederalben wurde etwa 1954 gebaut. Rechts die Straße führt zum Erzweiler Hof, über den keine Filmaufnahmen existieren. Das Haus Lukaschek war an der Panzerstraße in den Truppenübungsplatz. Auch hier sieht man wieder die Auffahrt zum Haus Lukaschek mit Schule. Im Hintergrund das Anwesen Walter Kohl. Hans Käfer vor der Schule. Ehemalige Lehrer waren Otto Vogt, Otto Fichte und Klaus Dörrenbecher, die vielen von ihnen noch bekannt sind. Durch diesen Schuleingang sind viele Jahrgänge gegangen. Nun ist wieder das Haus der Familie Walter Kohl zu sehen. Herr Kohl war Vertrauensmann der ehemaligen Einwohner von Erzweiler. Das Gebäude Walter Kohl, ehemaliger Besitzer war Friedrich Neu. Die Gebäude Adolf Ackermann, Fritz Schneider und Franz Lübke, früher Jakob Simon, sind dem Erdboden gleichgemacht. In der Ortsmitte war das Haus Ackermann und im Hintergrund das Anwesen Wilhelm Neu, das früher Jakob Daniel gehörte. Hier wohnte die Familie Adolf Kohl und im Hintergrund Otto Heydrich. Das Gebäude Heydrich gehörte früher Herrn Jakob Schardt. Im Gasthaus zur Kurpfalz wurden früher viele Feste gefeiert. Caroline Simon wohnte in dem Haus am Graben. Die Familie Franz Lübke wohnt heute in Baumholder. In Erzweiler waren die Häuser durchnummeriert. Das Haus Nummer 42 gehörte Fritz Schneider und wurde früher von Hermann Geibel bewohnt. Bei dem Gedenkstein handelt es sich um einen Findling aus der Gemarkung Erzweiler
auf dem eine Metallplatte mit den Namen der ehemaligen Gemeinden angebracht ist. Nun sehen wir wieder das Gasthaus zur Kurpfalz, das früher Karl Kohl gehörte. Wie bereits erwähnt, wurde die Kirche 1957 erbaut. Die Haltestelle gehörte zur Buslinie Baumholder-Ratsweiler und befindet sich vor dem 1966 errichteten Kurt-Krüger-Brunnen. In dem Haus von Kurt Heidrich wohnte vormals Adolf Augenstein. Auch ist das Haus Manfred Stoffel zu sehen, in dem früher Amalie Braun wohnte. Die Häuser Klein, Schöpper und Neu wurden mit der Aussiedlung des Dorfes bis 1974 eingeebnet. Die Anwesen Otto Heidrich und Familie Klein im Bild. In den letzten Jahren ein gewohntes Bild. Der Möbelwagen kommt die Dorfstraße entlang. Die Häuser Jakob Heidrich, Jakob Schug, früher Julius Heidrich und Hermann Braun. Das rechte Gebäude war Manfred Pabst, ehemals Wilhelm Welker. Vorne die Wohnungen von Hugo Doll, vormals Jakob Heidrich. Die Familie Hugo Doll zog als letzte Familie von Erzweiler weg. Daneben Gebäude Clara Pees und Edmund Mack. Früherer Eigentümer war Emil Schart. Die Bäckerei Kohl hatte ein Lebensmittelgeschäft. Adolf Hornung, früher Karl Simon, im Eck unmittelbar an der Grenze zum Truppenübungsplatz. Hier sehen Sie wieder die Vorderansicht des Hauses Adolf Hornung. Künftig wird es noch mehr Trümmergrundstücke in Erzweiler geben. Ein Vertreter der Gutsbezirksverwaltung ist mit dem Dienstwagen da. Manfred Stoffel wohnt heute in Baumholder. Die Kirche, die heute noch steht.
sind wieder das Anwesen Adolf Ackermann und das Anwesen Kohl mit dem Gasthaus zur Kurpfalz zu sehen. Neben dem Dorfbrunnen ist das Gebäude von Wilhelm Neu. Wieder Manfred Stoffel und Kurt Heidrich. Rudolf Zerfass vor einem Trümmergrundstück. Anwesend Adolf Kohl und der Saal des Gasthauses von der Rückseite. Am zweiten Sonntag im Mai wurde die Kirmes gefeiert. Der Blick geht in Richtung Graben. Im Vordergrund Marianne Kohl. Die Poststelle befand sich im Gasthaus Schwarzer. Der Totenalbbach, der vor Niederalben in die Steinalb mündet. Hier ist wieder das Sperrschild zu sehen. Anwesen Heidrich, Schwarzer mit Schwenk über die Gärten von Erzweiler. Im Hintergrund das abgerissene Gebäude Johanna Schummel, vormals Emil Schneider. Das dreisprachige Hinweisschild weist darauf hin, dass im Bereich der Telefonleitungen die Antennen einzuziehen sind.
Das Haus Kurt Grüner, ehemals Eugen Horbach. Otto Heidrich und Ida Klein, ehemalige Eigentümer, wie schon erwähnt, Jakob Simon. In der Ortsmitte befand sich der Spielplatz. Der Giebel gehört zum Haus Adolf Schöpper, ehemals Gottfried Scharf. Hinter dem Spielplatz die Gebäude Dieter Doll, ehemals Julius Geres und Adolf Neu, dann Fritz Vetter, vormals Julius Mensch. Hier ist wieder die Dorfstraße mit dem Gebäude Wetterauer, vormals Hermann Müller. Ein Blick in das ehemalige Dorf. Karl Bier, der früher auf dem Stenzhorner Hof wohnte und nach Baumholder verzog. Das Anwesen Kohl. Rudolf Zerfass mit dem Ortsbeauftragten Alfred Simon im Garten. Martha Schug. Die Ruhebänke beim Haus des Ortsbeauftragten Alfred Simon luden zur Rast ein. Das Anwesen Jakob Schneider, dann Ludwig Doll, ist nur noch als Ruine erkennbar. Paul Neu zog nach Baumholder. Die Kamera gibt nunmehr den Blick auf die Häuser Hugo Schöpper mit Garten, Willi Horbach und Wetterauer, Pees und Horbach frei.
mehrere Gebäude in der Ortslage. Hugo Doll mit den Kindern und das Anwesen Jakob Müller gegenüber der Bäckerei Kohl. Wieder das Anwesen Doll, wo heute ein Feldhaus der Bundeswehr steht. Das Milchauto beliefert die Einwohner mit Bäckereiprodukten vor den Gebäuden Pees, Horbach und Doll. Rita Doll spielt mit den Kindern. Das Gebäude Jakob Müller zeigt eine große Terrasse. Beim Milchholen Frau Wetterauer mit Lore Heidrich und Clara Heidrich. Der PKW der Gutsbezirksverwaltung vor dem Anwesen Alfred Simon. Familie Otto Metzger, früher Georg Augendokler. Auf dem Ruheplatz Hans Käfer und Alfred Simon.